Alright, die Sendung, damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Shakes the Fidget mit mir und Basti. Ich grüße euch recht herzlich, auch wenn es derzeit natürlich wieder starke Probleme gibt und wenn ihr denkt, hey, auf meinem Server läuft's doch, dann liegt es daran, dass das ein Server ist, der noch auf dem alten Backend läuft. Da ist relativ unproblematisch, aber bei neuen Backend-Servern hatten wir alles jetzt von kompletten Ausfällen, also da wurden Server richtig auch offline genommen zur Wartung, bis hin zu allen Game-Features, die irgendwo nicht funktionieren. Auf jedem Server ist es ein bisschen anders, bei jedem Spieler ist es ein bisschen anders. Das Einzige, was man als Tipp geben kann, falls ihr es noch nicht gehört habt, es lief zuletzt zumindest in der Steam-Version am besten. Ich meine, nicht zuletzt empfiehlt man nicht sowieso die Steam-Version. Ich sage mal, in Sachen Performance habe ich damit auch die beste Erfahrung gemacht. Nur bei den Flimmerkisten ist das wohl nicht die beste Lösung, aber ja, Flimmerkisten funktionieren ja sowieso nicht so gut. Deshalb schaut mal nach, falls ihr Probleme habt auf eurem Server, ob ihr denn vielleicht nicht auch auf der Steam-Version spielen wollt und das vielleicht dann auch ein bisschen besser ist. Aber was wir jetzt machen wollen, das steht ja schon im Titel, wir wollen noch ein paar Elevator-Belohnungen abholen und das Ganze auf den Servern, wo wir schon mal den ersten Elevator hatten, und ich will mal gucken, was ich da vergleichen kann. Ich habe nämlich hier wieder ein Video offen vom 16. März, also ja, roundabout wirklich 3 Monate her. Und da haben wir angefangen mit W50 und da habe ich leider nicht meine persönliche Elevator-Coin-Zahl, die werde ich jetzt auf jeden Fall nochmal mit anschauen. Aber wir gucken mal, also damals wurden die Störartigen Rang 64. Jetzt sind die Störartigen Rang 53 geworden. Lustigerweise haben sie 1000 weniger Hell-Token gesammelt, um das zu schaffen. Ja, der Reward ist natürlich insofern der gleiche, dass wir den Stein bekommen. Oh, aber wir hatten deutlich weniger Gold damals bekommen. Das ist jetzt mehr. Natürlich liegt das auch teilweise am Level. Ja, schön, aber gucken wir mal. Der Stein damals hatte einen Wert von 573, den ich bekommen habe. Ja, Reward already claimed. Und jetzt hat er einen Wert von 655. Jawolski. Schön. Nice. Boah. Da muss ich mir überlegen, was ich mit dem mache. Also die Störartigen vom Rang haben sie sich verbessert. Natürlich muss man sagen, dass die Token-Anzahl der Gilde nicht ganz, ja, fair ist, die zu vergleichen, denn der Elevator beim ersten Mal hatte ja nicht diese Rewards, die ja auf das Persönliche zielen, weshalb sich manche gerade höhere Leveler, und auf W50 ist das definitiv der Fall, nicht immer die maximale Token generiert haben, sondern halt geschaut haben, dass sie häufig die Daily Rewards bekommen, die ja halt rein vom Gold her schon gesehen sehr, sehr, ja, also Gold und Edelsteine, wohlgemerkt, die ja auch Gold generieren im Verkauf, sich deutlich gelohnt hat. Ja. Und deshalb ist das jetzt mit den Held-Tokens nicht ganz so direkt vergleichbar, aber immerhin rangtechnisch auf W50 verbessert. Und das, obwohl natürlich ein paar Spieler natürlich gelieft sind in den letzten 3 Monaten. Also das ist schon mal ein schöner Start. So, jetzt gucke ich mal, auf welchem Server ich danach gewesen bin. Oh, wir waren dann auf Halleluja. Wir waren dann auf S41 gewesen. Da müssen wir gleich mal auf S41 wechseln. Aber auch hier habe ich, glaube ich, nicht meine persönliche Tokenanzahl mir angeguckt. Achso, ja, das müssen wir auf W50 nochmal machen. Ich hatte jetzt hier im Prinzip 43.480 Token erspielt. Ja, dieser Elevator war ja schwierig für mich. Ich bin manchmal ausgefallen. Ich wurde teilweise auch gesittet. Wir werden mal beim nächsten Mal gucken, ob sich das jetzt mit dieser Held-Tokenzahl dann trotzdem erhöht. Ich hoffe es mal. Also es wäre mein Anspruch. Und dann schauen wir mal auf S41, was da los ist. So, erstmal claimen wir das Ganze. Und ich glaube, da haben wir uns auf jeden Fall verbessert. Ja, wir sind Rang 2 geblieben, haben aber 3,351 Millionen Token erzielt. Beim letzten Mal waren es 2,935. Und der Abstand zu Crit Happens ist extrem gering. Der war damals fast 300.000 Token. Jetzt ist er nur 29.000 Token. Also sehr, 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 sehr knapp. Villa Kunterbund hat sich verschlechtert gegenüber dem letzten Mal, sind aber nach wie vor Dritter, Rosenrot Vierter, Dämonenjäger haben sich verbessert von 6 auf 5, Kuchenblechmafia von
5 auf 7 verschlechtert. Ansonsten sieht es relativ gleich aus. Also die Top 8 sind genau die gleichen Teams. Auch wenn die meistens in den Token etwas niedriger sind, aber vielleicht hat das eben auch damit was zu tun mit den Daily Rewards. Ja, also das kann man jetzt natürlich nicht immer ganz ausschließen. So, ja, ich weiß gar nicht, was ich damals für einen Stein bekommen habe. Wo ist das? 1123, okay, der wird jetzt hoffentlich besser sein. Damals haben wir aber auch bekommen 26 Millionen Gold. Auch Kristalle und Metalle sind gestiegen, muss man sagen, zum letzten Mal. Ich weiß nicht, ob das jetzt auch mit dem Level zusammenhängt oder ob das einfach tatsächlich so ist, weil der Server vielleicht etwas stärker unterwegs war. Das weiß ich nicht. Aber unser... Ach so, ja, nee, Moment, ich muss ja noch claimen. So. 1239 haben wir jetzt ein Steinchen bekommen. Ja, der ist gut. Der ist wunderprächtig. Der kommt gleich mal hier rein. Und dann schauen wir uns nochmal an, was ich für Token gemacht habe. Also auf dem Server bin ich bei 66.000 Token gewesen. Ja, hier habe ich auch am letzten Tag zum Beispiel nicht gespielt. Da kam ich nicht dazu. Da habe ich fast auf keinem Server gespielt. Da wären noch ein paar mehr Token drin gewesen. Aber ich bin zufrieden, dass ich auch in den ersten 25 bin, trotz der Umstände. Hier wurde ich auch gesittet von Acclamator teilweise, der sehr spontan noch eingesprungen ist, wo ich Magen-Darm hatte. Vielen Dank natürlich an der Stelle an alle Sitter, ja. Also das muss man auch mal an der Stelle nochmal erwähnen. Ja, S41, 66.000. Also da ist auch mein Anspruch beim nächsten Mal natürlich ein bisschen noch besser zu sein, auch wenn die Chars jetzt vom Level zwar nicht durchsteigen, werden ja die Skills deutlich besser. Also da ist definitiv auch möglich und ich sag mal, an den Pilzen wird es dann an dieser Stelle auch nicht mangeln. Ja, aber erstmal kommt legendäre Dungeon, das ist natürlich auch wieder klar. So, aber schön, da haben wir jetzt wieder silbernes Profilbild hier auf diesem Server, sehr gut und wie gesagt, ganz knapp gewesen, der Abstand zu Crit Happens. Ist natürlich der Anspruch der Gilde, das beim nächsten Mal vielleicht zu schaffen, aber vielleicht ist auch Crit Happens dann in der Lage, mehr zu machen. Ja. Also es ist halt die Frage, war das jetzt das Maximum oder nicht? Ja, das können wir nicht lernen. Können wir nicht lernen. So, dann gucken wir als nächstes auf W54. Da ist natürlich die Situation ganz anders. Da war ich damals bei Thunderstorm. Das kann ich auch mal vergleichen. Okay, wir haben gar keinen Reward bekommen. Thunderstorm war damals auf der 1. Und wird mir hier nicht angezeigt. Ich glaube, die sind Erster geworden. Oder Zweiter. Schauen wir mal rein. Thunderstorm ist sogar nur Zweiter geworden. Grüße gehen raus an der Stelle an Zombie. Liegt natürlich auch daran, dass mitunter ja Davalon und auch andere Spieler hier gewechselt sind. Da ist etwas passiert. Thunderstorm nur noch Rang 2 overall. Obwohl, hier in der Ehrenhalle sind sie noch Rang 1. Hellewetter Rang 2. Also auch interessant. Da sehe ich jetzt aber leider nicht ganz so viel. Doch, jetzt hat es geladen. Es war sehr knapp. 4000 Punkte. Damals waren natürlich, da waren wir bei 700.000 Token. Also, das ist jetzt kein Vergleich. Aber auch hier habe ich mir leider nicht angeschaut, wie viele Token wir generiert haben, selber jetzt persönlich. Das muss ich auf jeden Fall anders lösen, ja. Deshalb, gut, ich war damals Level 157, ich denke mal, da sind jetzt mehr Token passiert. Hier habe ich 25.000 Token erspielt. Ich weiß, damals kam ich ja nicht über Etage 87 oder 97 hinweg. Aber auch hier sieht man, habe ich natürlich jetzt am letzten Tag nicht gespielt. Da wären noch mal ein paar Token mehr drin gewesen. Locker wahrscheinlich 2000er wäre ich. Also ich war eigentlich so Rang 2 als ich. Man sieht, ich bin auf 126 gepusht. Das ist der zweithöchste Wert der Gilde. Da habe ich auch ein paar Pilze einfach reingebuttert. Aber leider, ich wollte eigentlich auch insgesamt weiter oben stehen. Ne? Also ein paar tausend mehr wären es gewesen. Das macht aber dann im Guild-Ranking zumindest nichts aus, wo man jetzt hätte einen Reward bekommen, leider. Ja, kann man mal so sagen. Aber es, trotzdem eine coole Erfahrung gewesen, jetzt auch bei einer kleineren Gilde das mitzuspielen. Was ich jetzt mit dem Server hier anfange, das weiß ich noch nicht.
Schauen wir mal, haben wir noch einen anderen Server, den wir uns angucken können? Ich denke schon, wir müssten noch auf S23 gucken, bin ich der Meinung. Ja, bei S23, da bin ich auch mal gespannt. Da könnte sogar sein, dass ich weniger gemacht habe. Dass ich hier diesmal auf dem Server auf jeden Fall nicht so viele Pilze in den Elevator gesteckt habe. Und ich hatte auch keinen Zitter, als ich nicht da war. Nice. Also Wildhort ist nach wie vor Rang 1. Man muss sagen, dass sowohl Rang 1 als auch Rang 2, Arthur Girls, als auch Rang 3 weniger Token jetzt generiert haben als beim letzten Mal. Wie gesagt, das kann verschiedene Gründe haben, auch mit den Daily Rewards. Ne? Wir kriegen doppelt so viel Gold als letztes Mal. Auch hier wieder mehr Metalle, mehr Kristalle. Naja, zumindest das sieht doch sehr, sehr hübsch aus. Und dann schauen wir mal, was hatten wir beim letzten Mal für einen Stein erhalten. Ich schaue es mir jetzt gleich nochmal an. 881 war der gewesen. Oh, der könnte jetzt auch ein bisschen besser sein. Naja, 897. Immerhin. Ja, immerhin. Ich meine, auf dem Server mache ich ja nicht viel, außer ein bisschen Alu spielen. Ja, da kann man den Stein natürlich aber trotzdem gleich mal in die Waffe packen, würde ich an der Stelle sagen. Trotzdem nice, dass Wildhort nach wie vor auf der 1 ist. Hier schaue ich mir auch nochmal an, wie viel Rewards ich gemacht habe. Das habe ich mir beim letzten Mal auch leider nicht angeguckt. Ja, hier habe ich also 41.000 Token erspielt. Man sieht, ich war auf 194, bin bei 140 geendet. Da sind Token verloren gegangen. Ich denke mal, ich hätte die Chance gehabt, auf 50.000 Token auch zu spielen. Bin dadurch jetzt nur Rang 39. Muss aber sagen, ich bin ja vom Level eigentlich Vorletzter. Da bin ich schon zufrieden, ja, dass ich da immer noch relativ aktiv und gut dabei gewesen bin auf diesem Server. Kleiner Cut an der Stelle, denn ja, beim letzten Mal habe ich ja nicht die Chance gehabt, weil da gab es den Server noch nicht. Oder das Projekt, aber auf Server 7 müssen wir natürlich auch noch das Ergebnis angucken. Da habe ich schon das Gold eingefahren, 1,2 Millionen. Das ist jetzt nicht der Rede wert. Die Elevator sind 10. Platz geworden mit 1,4 Millionen Token aber. Also man sieht, die Tokenanzahl ist schon wirklich nicht von den schlechtesten Eltern. Und ja, die Gilden haben dann am Ende schon angezogen. Also wenn man mal schaut, Rang 1 hat 3,285 Millionen erzielt. Das haben wir auf S41 also auch grob geschafft. Ja, Rang 3 mit 2,8, Rang 4 2,3 Millionen. Also ich will jetzt nicht sagen, also ich bin auf jeden Fall nicht enttäuscht mit dem Ergebnis, aber die Chance, in einem der nächsten Elevator vielleicht in die Richtung Top 5 zu kommen, zumindest, ist schon da, weil ich muss mal sagen, also man kann schon in 3 Monaten dann einiges nach vorne gehen mit den Token. Wir haben es ja auf W54 gesehen, ja. Also das verspricht immer noch Gutes und ja, ich selber bin hier 46. Platz, auch hier bin ich mit weniger geendet, 116 mein Bestes, ja, bin ja auch vom Level her ziemlich weit hinten, also ich spiele wirklich sehr, sehr entspannt. Trotzdem, ja, habe ich hier auf jeden Fall den Anspruch beim nächsten Mal etwas, ja, mehr zu machen. Ich muss hier halt mal schauen, dass ich vielleicht tatsächlich über das Sponsoring nochmal ein paar mehr Pilze bekomme, zum legendären Dungeon meinen Char mal ein bisschen zu pushen. Im Moment ist es halt durch Umzug und alles auch sehr schwierig gewesen, da jetzt hier viele Pilze zu kaufen, weshalb ich relativ entspannt spiele. Dann kamen ja noch die Probleme dazu. Also da ist Potenzial bei mir. Hier bin ich nur bei 22.000. Also hier habe ich schon die Ambition beim nächsten Mal da deutlich besser abzuschneiden. Egal jetzt mit den Daily Rewards. Also ich wollte auf dem Server eigentlich schon auch ein bisschen mehr Performance bieten, als ich es getan habe. Aber ja, neue Chance, neues Glück. Deshalb hier nochmal der Cut und jetzt kommen wir zum Ende des Videos. Ja, wie ist es bei euch? Wie habt ihr abgeschnitten gegenüber beim letzten Mal, trotz aller Umstände? Seid ihr zufrieden mit eurer Performance? Seid ihr zufrieden mit dem Elevator, wie er jetzt ist? Könnt ihr gerne eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Würde ich mich auf jeden Fall über ein paar Meinungen freuen. Das war's dann von mir. Gerne lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Haut rein. Tschüss und Servus. Euer Basti.